denke, oberstes Ziel der Stadt Iserlohn mit Blick auf das Thema Klimawandel und das Thema Energieerzeugung ist zum einen lokale Energieerzeugung und zum anderen 100% regenerative Energieerzeugung, um hier einen absoluten Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und uns unabhängig zu machen von regionalen und überregionalen Versorgungsstrukturen. Der größte Wärmelieferant ist die Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises. Die nimmt in Iserlohn etwa 90% der Wärmelieferungen ein. Darüber hinaus betreiben wir 3 Nahwärmenetze in Iserlohn, die aus Blockheizkraftwerken gespeist werden oder durch Holzhackschnitzel, Kessel beschickt werden. Insgesamt haben wir in Iserlohn 57 Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, die zur Wärmeversorgung der Stadt und zur Versorgungssicherheit beitragen. Wir sparen heute schon 23.000 Tonnen CO2 gegenüber herkömmlichen und ineffizienten Heizungen durch die Versorgung mit Fernwärme ein. Wir haben ein weiteres Potenzial von weiteren 7.000 Tonnen in Iserlohn ausgemacht, mit der wir uns jetzt beschäftigen und wo wir in den nächsten Jahren den Ausbau forcieren werden, um auch dieses Potenzial für Iserlohn und für den CO2-Emissionsabdruck einzusparen. Wir setzen schwerpunktmäßig bei der Stadtentwicklung tatsächlich auf Innenentwicklung in den kommenden Jahren. Das hat viele Gründe, indem wir Flächeninanspruchnahme eben nicht vornehmen wollen. Das bedeutet aber eben auch, dass wir unsere Bevölkerung konzentrieren und damit die technische Infrastruktur deutlich besser auslasten. Und da gibt es eine ganze Reihe von Versorgungen, die in der Erde liegen. Und eine ganz wichtige Rolle spielt sicherlich die Wärmeversorgung. Denn wir kommen aus einer Situation, wo jeder seine eigene Heizungsanlage im Haus stehen hat. Das ist in der Regel keine regenerative Energie, sondern fossile Brennstoffträger wie Gas und Öl haben hier eindeutig den Überhang an der Stelle. Und wenn es uns gelingt, da auf Fernwärme umzustellen, die eben bei uns zu 90% regenerativ ist, dann haben wir damit einen ganz erheblichen Beitrag zum Umweltschutz geleistet. Und das Ganze stellt sich für den Endverbraucher auch noch sehr wirtschaftlich dar. Aktuell nehmen wir Fördermittel aus dem Programm Progress NRW in Anspruch, welche aus dem Fonds für europäische regionale Entwicklung entnommen werden, dem sogenannten EFRE-Programm der Europäischen Union. Uns treibt das Thema Sektorkopplung, also auch die Verbindung der einzelnen Energieträger untereinander. Das heißt, hier die Kombination zum Beispiel zwischen Strom und Wärme. Hierzu sind wir seit 2016 in einem Förderprojekt zum virtuellen Kraftwerk. Daraus hat sich eine Power-Sharing-Plattform gebildet und auch in diesem Kontext spielt Fernwärme, die Erzeugung, sowohl auch die Abnahme eine große Rolle, insbesondere was das Thema Speicher und Speicherfähigkeit der Energie angeht. Wir versorgen heute etwa 14.000 Kunden in Iserlohn mit klimafreundlicher Fernwärme. Wir glauben, dass wir noch weitere 5.000 Einwohner erreichen können. Aktuell entwickeln wir 2 größere Quartierskonzepte mit einer Investitionssumme von 5 Millionen, die wir mit 3,5 Millionen gefördert bekommen. Hier schließen wir 2 größere Quartiere an unsere bestehende Fernwärmetrasse an. Es sind natürlich viele Dinge, die da zusammenpassen müssen. Der wichtigste Rat ist, glaube ich, man muss Personal dafür abstellen. Genau das haben wir getan. Und es ist sehr wichtig, dass Menschen miteinander arbeiten können. Und das ist hier ein Glücksfall, dass die Menschen, die bei uns in der Abteilung Umwelt- und Klimaschutz arbeiten, eben gerade technischen Themen gegenüber sehr affin sind, dass das ein hervorragendes persönliches Verhältnis zu den entsprechenden Mitarbeitern der Stadtwerke ist. Und ich glaube, da ist es wichtig, in eine Richtung zu denken. Das ist vielleicht so der ganz hemdsärmelige Rat, den man aus der Alltagspraxis geben kann. An der Stelle kurze Wege, wenig Bürokratie sind da der Schlüssel zu wirklich schnellen und guten Erfolgen. Und dann gelingt es auch, Ziele zu erreichen, die man sich steckt an der Stelle.